Um eine Shadowbox herzustellen, habe ich mir im ersten Schritt eine Skizze gezeichnet, also grob aufgezeichnet, wie das aussehen soll und mir auch die einzelnen Schichten oder Ebenen markiert. Hier sieht man, dass es bis zu Ebene 8 geht. Und dann im nächsten Schritt nehme ich mir ein Papier. Ich benutze ein Papier mit den Maßen 21 x 21 cm und das ist 180 Gramm Papier. Und da werde ich jetzt meine erste Schicht aufzeichnen. Wenn die erste Ebene aufgezeichnet ist, nehmen wir uns ein Cuttermesser und fahren hier die Linien entlang und achten dabei darauf, dass der Rand immer so mindestens 7-8 mm dick ist, weil da ist dann die Stelle, wo alles zusammengeklebt wird. Wenn das dann ausgeschnitten ist, nehmen wir uns das nächste Papier, legen das darunter und dann orientieren wir uns an der ersten Ebene und malen unsere zweite Ebene hier auf das Papier. Wenn die zweite Ebene dann fertig ist, können wir die erste Ebene auch nochmal drüber legen und machen dann genauso weiter, indem wir dann das dritte Papier drunter legen und uns die Umrisse aufzeichnen. Und so geht das dann immer weiter, bis wir dann schließlich alle Ebenen fertig haben. So, und bei der letzten Ebene wird nur noch die Sonne ausgeschnitten. Als nächstes nehme ich ein Foamboard, das habe ich bei Idee gekauft und das hat eine Dicke von 0,5 cm. Und da werde ich mir jetzt erstmal ein Stück ausschneiden, was eine Länge von 21 cm hat. Als nächstes schneide ich mir Streifen zurecht, die eine Dicke von ca. 7 mm haben. Und diese Streifen dienen dann als Abstandshalter. Wenn wir uns die insgesamt 32 Streifen dann ausgeschnitten haben, nehmen wir uns unsere erste Ebene und legen uns die Streifen hier an den Rand. Und 2 davon müssen wir dann auch immer noch kürzen, und zwar müssen das dann so circa 1,4 cm sein. Als nächstes kleben wir dann die Streifen zusammen. So, das gleiche machen wir jetzt mit den übrigen Streifen, bis wir insgesamt 8 dieser Rahmen haben.
Als nächstes nehmen wir uns die letzte, also die hinterste Ebene und kleben dann den Rahmen hier an das Papier. Dann nehmen wir uns die nächste Ebene und kleben die da drauf. Und so geht es dann immer weiter. Und zum Schluss nehmen wir uns noch so ein Transparentpapier, kleben den Rahmen auch da drauf und werden das dann hinter unsere letzte Ebene kleben. Wenn es hier an den Seiten noch Unebenmäßigkeiten gibt, kann man sich ein Schleifpapier nehmen und das dann einfach abschleifen. Für die Box habe ich mir jetzt 4 Teile zugeschnitten mit den Maßen 21,6 x 7 cm. Und die werden jetzt so angebracht, dass sie an einer Stelle hier bündig abschließen, dann hier überstehen und da wird dann das andere dran gesetzt. Und so weiter. So, und vorne und hinten ist jeweils ungefähr 1 Zentimeter Platz. Ich werde jetzt hier an der Seite Heißkleber anbringen und dann das Ganze hier mittig und oben bündig ankleben. Und als nächstes wird das hier unten angeklebt und das geht dann immer so weiter. Damit man hier diese Lücken nicht sieht, habe ich mir nochmal 4 Streifen zugeschnitten und die kann man da jetzt entweder reinkleben oder einfach reinsetzen. Ich habe mir noch so 3 Streifen ausgeschnitten, die an einer Seite wellenförmig sind. Und die werde ich jetzt hier an der Kante ankleben, damit man hier so diese Lücken nicht mehr erkennen kann. Zum Schluss nimmt man sich so eine LED-Lichterkette und klebt sich die hier hinten auf die Rückseite. So, und wenn das gemacht ist, ist man auch schon fertig.